It's not really a matter of because they're as precious as they can be. It's that you just notice more. Hollywoods Goldkind hatte alles: Ruhm, Reichtum und eine perfekte Familie. Doch hinter den Kameras nahm das Leben von Michael Landon eine katastrophale Wendung, die niemandem bewusst war. Seine dramatischen letzten Tage, ein verlassenes Haus und ein großes Vermögen, das er hinterlassen hat, lassen bis heute Zweifel aufkommen. Was ist wirklich passiert? Die Wahrheit wird Sie verblüffen. Wenn es um Michael Landon geht, ist es schwer zu verstehen, dass seine Bewunderer mehr an seinem Privatleben als an seinem beruflichen Erfolg interessiert sind. Lassen Sie uns also gleich loslegen. Privatleben. Liebe, Familie und persönliche Nöte, insbesondere Michael Landons Kampf gegen die Krankheit, prägten sein persönliches Leben. Im Laufe seines Lebens hatte er 3 Ehen und 9 Kinder, die er alle sehr schätzte. Er war 3-mal verheiratet. Obwohl er berühmt und erfolgreich war, legte Landon großen Wert auf seine Rolle als Ehemann und Vater, obwohl seine Beziehungen nicht ohne Schwierigkeiten waren. Im Jahr 1956 heiratete Landon zum ersten Mal Dodie Levy Fraser. 2 der Kinder des Paares wurden im Laufe der 6-jährigen Ehe adoptiert. Mark war das leibliche Kind von Dodie aus einer früheren Beziehung und Landon hat ihn offiziell adoptiert und als sein eigenes Kind aufgezogen. Als sie ihr erstes gemeinsames Kind bekamen, nannten sie es Mark. Später adoptierten sie noch einen zweiten Sohn, Josh, als er noch ein Baby war. Trotz ihrer Bemühungen, eine gemeinsame Familie zu gründen, ließ sich das Paar 1962 scheiden. Im Jahr 1963 lernte Landon seine zweite Frau, Marjorie Lynn Noe, kennen und heiratete sie kurz nach der Auflösung seiner ersten Ehe. Aus ihrer fast 20 Jahre dauernden Ehe gingen 5 Kinder hervor. Cheryl war eine Tochter, die Lynn aus einer früheren Ehe hatte, und Landon beschloss, sie wie seine eigene Tochter zu erziehen. Leslie, Michael Jr., Shauna und Christopher waren die 4 anderen Kinder, die sie zusammen hatten, als sie noch zusammen waren. Es war klar, dass Landon sich für seine wachsende Familie engagierte und er drückte immer wieder das Glück aus, das er als Elternteil hatte. Nach fast 19 Jahren Ehe ließen er und Lynn Noe sich jedoch 1982 scheiden. Ihre Ehe hatte fast 19 Jahre lang gehalten. Nach dem Ende seiner Ehe mit Noe entfachte Landon seine romantischen Gefühle für Cindy Clerico, eine Maskenbildnerin, die er zum ersten Mal am Set von Little House on the Prairie getroffen hatte. Das Paar heiratete 1983 und blieb bis zu Landons Tod zusammen. Im Laufe ihrer Ehe bekam Landon 2 Kinder, Jennifer und Sean, womit sich die Gesamtzahl seiner Kinder auf 9 erhöhte. Als er einen der schwierigsten Kämpfe seines Lebens durchmachte, wich Cindy nie von seiner Seite und bot ihm unerschütterliche Unterstützung. Auch in seinen letzten Lebensjahren blieb sie an seiner Seite. Vom Beginn seines Lebens bis zu seinem Ende war Landon ehrlich, was seine persönlichen Gewohnheiten anging, einschließlich seiner Probleme mit dem Trinken und Rauchen. Eine Angewohnheit, die er sein ganzes Erwachsenenleben lang beibehielt, und er behauptete, ein ständiger Raucher zu sein. Darüber hinaus sagte er, dass er zu ausgiebigem Alkoholkonsum neigte, den er gelegentlich als Mittel zur Bewältigung der Belastungen in seinem Berufsleben einsetzt. Obwohl er in Hollywood sehr beliebt war, war er nicht davor gefeit, dass er persönliche Laster hatte, die möglicherweise eine Rolle bei seiner sich verschlechternden Gesundheit in späteren Jahren spielten. Fall von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Anfang 1991 begann sich Landons Gesundheitszustand zu verschlechtern. Nach dem Auftreten von starken Kopfschmerzen suchte er einen Arzt auf, der schließlich die düstere Diagnose einer aggressiven Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs stellte. Da die Krankheit bereits weit fortgeschritten war, war sie nicht mehr behandelbar und endete schließlich tödlich. Landon bewies angesichts seiner Diagnose trotz der Prognose ein erstaunliches Maß an Standhaftigkeit und Beharrlichkeit. Er trat mehrfach in der Öffentlichkeit auf, unter anderem in einem emotionalen Interview mit Johnny Carson in der Tonight Show. In diesem Interview sprach er über seinen Kampf gegen den Krebs und sein Engagement, eine gute Einstellung zu bewahren. Landon verbrachte seine letzten Wochen in seinem Haus in Malibu, umgeben von seiner Familie, während sich sein Zustand mit jedem Tag weiter verschlechterte.
Er verstarb am 1. Juli 1991 im Alter von 54 Jahren. Er hinterließ ein großes Vermächtnis im Fernsehen und in den Herzen derer, die seine Gesellschaft genossen. Fans, Bekannte und Kollegen, diejenigen, die mit ihm zusammengearbeitet hatten und seine Brillanz, Freundlichkeit und seinen Beitrag zur Unterhaltungsindustrie schätzten, drückten ihre Trauer über sein Ableben aus. Auf dem Hillside Memorial Park Cemetery in Culver City, Kalifornien, wurde Landon in einem Mausoleum beigesetzt, das ausschließlich für seine Familie reserviert war. Der Ort, an dem er ruht, ist ein Denkmal für einen Mann, der durch seine Arbeit in Fernsehserien wie Bonanza, Little House on the Prairie und Highway to Heaven Millionen von Menschen Freude und Motivation schenkte. Auch wenn Michael Landon in einem unglücklichen Alter verstorben ist, wird sein Vermächtnis durch die von ihm geschaffenen Filme und Fernsehprogramme sowie durch die unerschütterliche Liebe seiner Familie in Erinnerung bleiben. Verlassenes Haus. Michael Landon hinterließ nicht nur ein wunderbares Vermächtnis in der Welt des Fernsehens, sondern erwarb auch ein unglaubliches Immobilienportfolio, das seinen Erfolg und seine Vorliebe für luxuriöse, aber dennoch private Lebensumstände widerspiegelt. Im Laufe seines Lebens hat er mehrere Häuser in Malibu und Malibu Canyon angehäuft, die ihm und seiner Familie als Rückzugsort dienten. Seitdem ist sein Immobilienvermögen im Wert gestiegen und einige seiner früheren Häuser sind heute sehr gefragt. Das atemberaubende Anwesen in Malibu, das Landon am Strand besaß, mit 7 Schlafzimmern und einer Länge von 300 Metern am Meer, war eines der prominentesten Anwesen, die Landon besaß. Diese Villa in einem der prestigeträchtigsten Viertel von Malibu repräsentierte seine Errungenschaften und bot einen herrlichen Blick auf die Wellen des Pazifischen Ozeans. Landon verkaufte das Haus 1989 für einen Preis von $6 Millionen, was inflationsbereinigt etwa $11 Millionen entsprechen würde. Im Laufe mehrerer Jahre wurde das Anwesen umfassend restauriert und verbessert. Als Beweis für den außergewöhnlichen Wert von Malibu-Immobilien im Laufe mehrerer Jahrzehnte wurde die renovierte Version von Landons früherem Wohnsitz 2014 zum Verkauf angeboten und schließlich für erstaunliche $40 Millionen verkauft. Ein riesiges Haus in Malibu Canyon war eine weitere Immobilie, die Landon zusätzlich zu seiner Strandresidenz besaß. Dieses zweite Haus, weit weg von der Öffentlichkeit, entsprach seinem Bedürfnis nach Privatsphäre. Im Gegensatz zum Herrenhaus am Meer war dieses Anwesen ein Reiterhof. Es verfügte über ein 9000 Quadratmeter großes Haus und war von einem großen Grundstück umgeben, das zum Reiten und für andere Aktivitäten im Freien geeignet war. Das Anwesen befindet sich bis heute im Besitz der Familie Landon und dient den überlebenden Familienmitgliedern als ruhiger Rückzugsort. Philanthropie im Immobilienbereich. Landon interessierte sich für die Wohltätigkeit in der Immobilienbranche und investierte in seine eigenen Immobilien. In den 1970er Jahren erwarben er und sein Co-Star aus Bonanza, Lorne Greene, gemeinsam ein großes Grundstück am Meer in Malibu, das noch nicht bebaut war. Die beiden Künstler trafen 1979 die wichtige Entscheidung, das Grundstück an den Staat Kalifornien zu verschenken, anstatt das Gebiet für kommerzielle oder Wohnzwecke zu erschließen. Sie entschieden sich, das Land dem Staat Kalifornien zu schenken, anstatt es zu bebauen. Sie hinterließen ein Vermächtnis zum Gedenken an ihren 1972 verstorbenen Co-Star Dan Blocker aus der Fernsehserie Bonanza mit der Auflage, das Gebiet als öffentlichen Strand zu erhalten. Dieses Stück Land wird heute oft als Dan Blocker Beach bezeichnet. Der Strand wurde zusammen mit anderen umliegenden Grundstücken 1995 vom Staat Kalifornien an den Bezirk Los Angeles übergeben, um sicherzustellen, dass er weiterhin für die Allgemeinheit zugänglich ist. Obwohl Michael Landon bereits verstorben war, tätigte seine Familie auch nach seinem Tod noch bedeutende Immobilientransaktionen. Seine Witwe Cindy Landon erwarb im Jahr 2015 für $7,5 Millionen ein Haus oberhalb des Broad Beach in Malibu, das sie im Rahmen eines umfassenden Umbauprojekts in ein modernes und opulentes Refugium verwandelte. Nach 3 Jahren, im Jahr 2018, bot sie das Haus mit einem Preis von $18 Millionen zum Verkauf an, in der Erwartung, einen Käufer zu finden, der sowohl das Design als auch die Lage des Hauses sehr zu schätzen weiß. Dennoch wurde das Haus damals nicht verkauft, was Cindy dazu veranlasste, es für eine beträchtliche Summe von $100.000 pro Monat zu vermieten. Seth MacFarlane, der Fernsehproduzent und Schöpfer von Family Guy, erwarb die Villa schließlich im Jahr 2019 für einen Preis
von 15,7 Millionen $. Mit seinen humanitären Spenden und seinen Immobilieninvestitionen hat Michael Landon einen Eindruck hinterlassen, der nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird. Seine Anwesen ermöglichten ihm nicht nur einen komfortablen Lebensstil für seine Familie, sondern trugen auch dazu bei, die natürliche Schönheit zu erhalten, für die Kalifornien bekannt ist. Seine Großzügigkeit bei der Schenkung von Grundstücken und sein Einfühlungsvermögen bei der Investition in Immobilien sind 3 Beispiele, die zeigen, wie groß sein Einfluss nicht nur in Hollywood, sondern auch über dessen Grenzen hinaus war. Einige Quellen behaupten, dass sein Nettovermögen zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 1991 etwa 40 Millionen $ betrug. Berücksichtigt man jedoch den anhaltenden Einfluss seines Werks sowie die laufenden Einnahmen aus Syndizierungen und dem Verkauf von Heimträgern, so geht man davon aus, dass sein Vermögen, wäre er noch am Leben, mehr als 100 Millionen $ betragen hätte. Der Weg zum Erfolg. In der Rolle des Joseph Little Joe Cartwright in der Western-Serie Bonanza, die von 1959 bis 1973 ausgestrahlt wurde, erlangte Landon erstmals breite Anerkennung für seinen Beruf. Seine Darstellung als jüngster Cartwright-Sohn überzeugte die Zuschauer und machte ihn zu einer bekannten Figur im öffentlichen Bewusstsein. Der Charme und das Charisma, die Landon besaß, trugen wesentlich zum Erfolg von Bonanza bei, das zu den Fernsehsendungen gehörte, die am längsten dauerten und während ihrer Laufzeit am meisten gesehen wurden. Nach dem Ende seiner Zeit bei Bonanza übernahm Landon eine weitere Rolle, die seine Karriere prägen sollte. Von 1974 bis 1983 spielte er Charles Ingalls in Little House on the Prairie. In der Serie, die auf den Büchern von Laura Ingalls Wilder basiert, wird die Familie Ingalls im späten 19. Jahrhundert dargestellt. Die Serie beleuchtete sowohl ihre Herausforderungen als auch ihre Erfolge. Landon, der bei der Serie sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur fungierte, trug dazu bei, ein warmherziges und einladendes Programm zu schaffen, das für Familien geeignet ist und durch Wiederholungen und Streaming-Sites weiterhin beliebt ist. 1979 wurde er für seine Rolle als Charles Ingalls, einem engagierten und hart arbeitenden Vater, für einen Golden Globe in der Kategorie Bester Darsteller in einer Fernsehserie Drama nominiert. Seine Darstellung kam beim Publikum gut an und brachte ihm die Nominierung ein. Mit der Fernsehserie Highway to Heaven, die von 1984 bis 1989 ausgestrahlt wurde, setzte Landon seinen Trend zur Produktion populärer Fernsehprogramme fort. In der Serie spielte er die Rolle des Jonathan Smith, eines gütigen Engels, der auf die Erde gesandt wurde, um Menschen in Not zu helfen. Die aufmunternden Themen und moralischen Grundsätze der Serie machten sie zu einem Publikumsliebling, was wiederum dazu beitrug, Landons Ruf zu festigen, was sein Image als Schauspieler, der Wärme und Aufrichtigkeit in seine Rollen brachte, weiter stärkte. Durch seine Arbeit in der Filmindustrie erlangte Michael Landon große Bekanntheit. Nur Lucille Ball hält derzeit den Rekord, am häufigsten auf dem Titelblatt von TV Guide abgebildet zu sein, nämlich 22 Mal. Es ist unmöglich, seine Existenz in der Populärkultur zu verleugnen, und sein Einfluss auf das Fernsehgeschäft ist auch heute noch sichtbar und anerkannt. 1984 wurde ihm in Anerkennung seiner Verdienste um die Unterhaltungsindustrie ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame verliehen. Dieser Stern zeugt von seinem großen Einfluss auf die Unterhaltungsindustrie. Landons Fähigkeit, seine Figuren mit Wärme und Aufrichtigkeit auszustatten, trug wesentlich zu seinem bleibenden Eindruck beim amerikanischen Fernsehpublikum bei. Zu Beginn seiner Karriere spielte er einige kleine Rollen in Fernsehserien, die meisten davon ohne Guthaben. Aufgrund seiner umwerfenden Persönlichkeit und seines großen Talents machte er sich jedoch schnell einen Namen. 1956 wurde Landon in einer Episode der Anthologieserie Telephone Time mit dem Titel The Mystery of Caspar Hauser als Hauptdarsteller besetzt. Dies war Landons erste große Rolle, die ihm half, sich als erfolgreicher Schauspieler zu etablieren. Diese Rolle war ein frühes Anzeichen für sein Talent, komplexe Charaktere zu spielen und zum Leben zu erwecken. Nach der Veröffentlichung seines Debüts machte Landon Fortschritte in der Hollywood-Industrie. In dem 1957 erschienenen Horrorfilm I Was a Teenage Werewolf erhielt er eine bahnbrechende Rolle. Dieser Film wurde zu einem Kultklassiker und bewies seine Fähigkeit, kraftvolle und emotionale Darstellungen zu geben.
Sein Potenzial als Hauptdarsteller wurde vor allem durch seine Mitwirkung in diesem Film unter Beweis gestellt, der ihn zu einer breiteren Aufmerksamkeit verhalf. In den folgenden Jahren bewies er seine Flexibilität in verschiedenen Filmgenres, indem er in Filmen wie Maracaibo, High School Confidential, God's Little Acre und The Legend of Tom Dooley verschiedene Rollen spielte. Auch im Fernsehen war London in dieser Zeit eine bekannte Figur, da er in mehreren berühmten Sendungen auftrat, die zu dieser Zeit ausgestrahlt wurden. Er verfeinerte seine Technik durch Gastauftritte in Western, Dramen und Anthologien, wodurch er wichtige Erfahrungen sammeln und sein Handwerk verfeinern konnte. Einige der bekanntesten Fernsehserien, in denen er auftrat, waren Crossroads, The Restless Gun, dessen Pilotfolge im Schlitz Playhouse of Stars ausgestrahlt wurde, Sheriff of Cochise, Crusader, Frontier Doctor und andere. The Rifleman, The Adventures of Jim Bowie, Johnny Staccato, Wire Service, General Electric Theater, The Court of Last Resort, State Trooper, Tales of Wells Fargo, The Texan, The Tall Man, Tombstone Territory und Wanted Dead or Alive sind nur einige der Filme, die einen bedeutenden Einfluss auf die Fernsehbranche hatten. Darüber hinaus trat London in mehreren Episoden von Scenic Grey Theater auf, einer bekannten Western-Anthology-Serie, die von Dick Powell geschaffen wurde. Obwohl Londons Hauptinteresse der Schauspielerei galt, experimentierte er auch mit Musik. Er bemühte sich, eine Karriere als Sänger zu starten, indem er 1957 eine Single mit dem Titel Gimme a Little Kiss, Will Yahoo veröffentlichte, die von dem Lied The Patient With Me begleitet wurde. Obwohl es keinen großen Einfluss auf die Musikcharts hatte, zeigte es seinen Wunsch, eine Vielzahl von kreativen Möglichkeiten zu erkunden. Ein weiteres Lied mit dem Titel Linda is Lonesome Without You wurde von ihm 1964 veröffentlicht, viele Jahre nach dem vorherigen, obwohl seine musikalischen Unternehmungen nie den gleichen Bekanntheitsgrad wie seine Schauspielkarriere erreichen konnten, trugen sie doch eine zusätzliche Facette zu seinem kreativen Vermächtnis bei. Im Jahr 1959, als Michael London die Rolle des Little Joe Cartwright in der Fernseh-Western-Serie Bonanza erhielt, war dies ein bedeutendes Ereignis, das den Verlauf seiner Karriere für immer verändern sollte. Die Serie, die das Leben der reichen Familie Cartwright auf der Ponderosa Ranch in Nevada schilderte, wurde zu einer der beliebtesten und erfolgreichsten Serien in der Geschichte des Fernsehens. Bonanza war eine der ersten Fernsehserien, die landesweit in Farbe ausgestrahlt wurde, eine technische Neuerung, die die Attraktivität der Serie noch steigert. Bonanza gelang es von Anfang an, die Aufmerksamkeit der Zuschauer aufgrund der fesselnden Geschichten und des starken Ensembles zu gewinnen. Die Popularität der Serie schnellte fast sofort in die Höhe und Mitte der 1960er Jahre hatte sie sich als herausragende Kraft im amerikanischen Fernsehen etabliert. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität dominierte Bonanza die Nielsen-Quoten und blieb 3 Jahre in Folge von 1964 bis 1967 die beliebteste Serie. Trotz der Tatsache, dass die Serie eine bemerkenswerte Ensemblebesetzung aufwies, darunter Lorne Greene in der Rolle des Ben Cartwright, obwohl Pernell Roberts die Rolle des Adam Cartwright und Dan Blocker die Rolle des Hoss Cartwright spielten, war Michael London derjenige, der schnell zum Durchbruch der Serie beitrug. Mit seiner Darstellung des temperamentvollen und enthusiastischen Little Joe eroberte er die Herzen der Zuschauer und wurde zu einem der bekanntesten Darsteller der Fernsehgeschichte in dieser Zeit. Die Tatsache, dass London mehr Fanbriefe erhalten hat als jedes andere Mitglied der Besetzung, ist Beweis genug für seine große Beliebtheit. London nutzte seine Position in der Sendung, um neue kreative Wege einzuschlagen, als seine Berühmtheit zunahm, indem er sie ausnutzte. Um seine Fähigkeiten über die Schauspielerei hinaus unter Beweis zu stellen, sicherte er sich erfolgreich die Möglichkeit, Episoden von Bonanza-Sendungen zu schreiben und Regie zu führen. Seine Bemühungen führten zu einigen der emotional bewegendsten und von der Kritik gelobten Episoden der Serie. Zu seinen bedeutendsten Regiearbeiten gehörte die 2-stündige Hochzeitsepisode Für immer, die sich zu einem der denkwürdigsten Specials entwickelte, die die Sendung je produziert hat. Die Geschichte von Bonanza hat sich als mehr als nur eine normale Western-Serie etabliert, denn er verstand es, emotionale Tiefe mit großartiger Erzählkunst zu verbinden und eine faszinierende Geschichte zu schaffen. Es war klar, dass sich London aufgrund der langen Zeit, die er an der Dramaserie gearbeitet hatte, für Bonanza engagierte. Er war einer von nur 3 Schauspielern, die in allen 14 Staffeln der Sendung auftraten, zusammen mit seinen Co-Stars Lorne Greene und Victor St. John.
Nur 3 Darsteller haben dieses Kunststück vollbracht. Während der bemerkenswerten Laufzeit von Bonanza, die von 1959 bis 1973 andauerte, trat London in 408 und 20 der 431 Episoden der Serie auf. Dass er immer wieder in der Serie auftauchte, lag nicht nur an seiner Popularität, sondern auch die bedeutende Rolle, die er bei der Herausbildung der Identität von Bonanza spielte. Da sich die Interessen des Fernsehpublikums im Laufe der Zeit änderten, musste Bonanza trotz seines enormen Erfolgs im Fernsehen schließlich einen Zuschauerschwund hinnehmen. Zu Beginn der 1970er Jahre begannen die Einschaltquoten der Serie zu sinken, was schließlich dazu führte, dass NBC im November 1972 die schwierige Entscheidung traf, die Serie einzustellen. Mit der Ausstrahlung der letzten Folge von Bonanza am 16. Januar 1973 ging ein Abschnitt in der Geschichte des Fernsehens zu Ende. Obwohl die Sendung abgesetzt wurde, blieb ihr Einfluss weiterhin spürbar und Michael Landons Karriere schritt weiter voran. Mit seiner Arbeit an Bonanza schuf er die Grundlage für seine nachfolgenden Werke wie Little House on the Prairie und Highway to Heaven, die seine Stellung als Fernsehklassiker weiter festigten. Die NBC-Serie Little House on the Prairie, die auf der Buchreihe Little House von Laura Ingalls Wilder basiert, bot Landon die Möglichkeit, die Rolle des Charles Ingalls in der 1973 produzierten Pilotfolge zu spielen. Die Bände, die Wilders Jugend im mittleren Westen der USA in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schildern, wurden von den Lesern lange Zeit sehr geschätzt. Die Fernsehadaption der Serie bot die einmalige Gelegenheit, diese historischen Themen in einer authentischen und für Familien mit Kindern geeigneten Weise neu zu interpretieren. Die Richtung der Serie wurde zum Teil von Landon geprägt, der nicht nur der Hauptdarsteller war, sondern auch eine wichtige kreative Kraft hinter dem Programm. Er trug dazu bei, dass die Serie dem Geist von Wilders Büchern treu blieb und gleichzeitig moderne Probleme behandelte, die die Fans ansprachen. Nachdem der Pilotfilm 1974 ausgestrahlt wurde und auf positive Resonanz stieß, beschloss NBC, eine komplette Serie der Serie zu bestellen. Am 11. September 1974 wurde die erste Folge von Little House on the Prairie ausgestrahlt, die sich schnell zum Liebling der Zuschauer entwickelte. Die Serie zeichnete das Leben der Familie Ingalls nach, die die Mühen und Freuden des Pionierlebens meisterte. Das Drama spielt in der Kleinstadt Walnut Grove, Minnesota im Bundesstaat Minnesota. Landons Darstellung des Charles Ingalls, eines fürsorglichen und hart arbeitenden Vaters, hat das Publikum zutiefst beeindruckt. Sein Zusammenspiel mit Karen Grassle, die seine Frau Caroline darstellte, und den jungen Schauspielern, die seine Kinder spielten, insbesondere Melissa Gilbert als Laura Ingalls, trug zur Wärme und Echtheit der Show bei. Seine Beziehung zu Karen Grassle war besonders bemerkenswert. Der Umfang von Landons Engagement ging weit über die Rolle hinaus, die er im Fernsehen spielte. Er war unter anderem als ausführender Produzent, Regisseur und Autor der Serie tätig. Außerdem übernahm er verschiedene Aufgaben. Sein kreativer Einfluss auf die Handlung der Sendung war deutlich zu erkennen. Es ist ihnen gelungen, ein Gleichgewicht zwischen schönen Familienmomenten und wichtigen gesellschaftlichen Themen wie Armut, Ungerechtigkeit, Krankheit und persönlichen Tragödien herzustellen. Dank seiner Regie entwickelte sich Little House on the Prairie zu etwas, das mehr war als nur ein sentimentales, historisches Drama. Im Laufe ihrer Entwicklung wurde sie zu einer Serie, die zum Nachdenken anregte, indem sie sich mit den Herausforderungen des wirklichen Lebens auseinandersetzte und eine faszinierende Geschichte erzählte. Im Laufe von 8 Staffeln war Little House on the Prairie weiterhin ein sehr beliebtes Fernsehprogramm. Im Jahr 1982 wurde die Sendung jedoch grundlegend verändert. Die Fernsehsendung wurde von NBC in Little House, A New Beginning, Kleines Haus, ein neuer Anfang umbenannt, um sie länger am Leben zu erhalten. Den Fokus weg von der Familie Ingalls und hin zu Laura Wilder und ihrem Ehemann Almanzo Wilder, der im Film von Dean Butler verkörpert wird, der Verlust bedeutender Darsteller wie Karen Grassle sowie eine Verlagerung der Erzählweise, die den Schwerpunkt auf die nachfolgende Generation legt, waren die wichtigsten Faktoren, die zu diesem Wandel führten. Landon entschied sich, die Rolle des Charles Ingalls in A New Beginning nicht weiterzuspielen, obwohl er weiterhin als ausführender Produzent, Regisseur und Autor an der Produktion beteiligt war. Obwohl die umbenannte Sendung versuchte, neue Geschichten und Charaktere einzuführen, konnte sie nicht an den Erfolg der vorherigen Serie anknüpfen.
Sein Verschwinden bedeutete einen dramatischen Unterschied zur Dynamik der ursprünglichen Serie. Die Serie Little House on the Prairie endete 1983 mit der letzten Folge der Serie, die den Titel Little House: A New Beginning trug. Während des gesamten Bestehens der Sendung trat Michael Landon in 187 der 204 Episoden auf und etablierte damit seine Position als Hauptfigur und treibende Kraft der Sendung. Seine Fähigkeiten auf und neben dem Bildschirm trugen dazu bei, dass Little House on the Prairie zu einem der beliebtesten und langlebigsten Familiendramen im Fernsehen wurde. Die Fernsehserie Little House on the Prairie hat auch nach dem Ende der Serie einen einzigartigen und dauerhaften Platz in den Herzen der Zuschauer. Wiederholungen, DVD-Veröffentlichungen und die Verfügbarkeit von Streamingdiensten haben es neuen Generationen ermöglicht, sich mit der Sendung vertraut zu machen und so das Vermächtnis von Landon zu bewahren. Seine Beiträge zu Little House on the Prairie boten den Zuschauern nicht nur eine Quelle der Unterhaltung, sondern dienten auch dazu, die Prinzipien der Liebe, der Beharrlichkeit und der Moral zu fördern, die auch nach 20 Jahren noch nachhallen. Unmittelbar nach der Beendigung der Fernsehserie Little House on the Prairie im Jahr 1983 begann Michael Landon mit der Arbeit an einem neuen Projekt, das ihm erneut die Möglichkeit geben sollte, seine Fähigkeiten als Schauspieler, Regisseur und Produzent unter Beweis zu stellen. 1984 war er der Schöpfer der Dramaserie Highway to Heaven, die auf NBC ausgestrahlt wurde. Die Serie bestand aus Teilen, die Aspekte der Religion, der Sühne und des menschlichen Anstands miteinander verknüpften. In der Hauptrolle spielte Landon den Jonathan Smith, einen gütigen Engel, der auf die Erde geschickt wurde, um den Menschen in Not zu helfen. Er wurde von The Boss, einer Anspielung auf Gott, geleitet und von seinem menschlichen Partner Mark Gordon unterstützt, der von Victor French dargestellt wurde. Der italienische Schauspieler Victor French hatte zuvor mit Landon in der Fernsehserie Little House on the Prairie zusammengearbeitet. Bei Highway to Heaven war Landon in erheblichem Maße am kreativen Prozess beteiligt und arbeitete als ausführender Produzent, Hauptautor und Regisseur der Serie. Dies entsprach seinen früheren Leistungen in der Fernsehbranche. Botschaften der Hoffnung, des Mitgefühls und der persönlichen Entwicklung wurden in der Serie hervorgehoben, die sich auf optimistische und emotional ansprechende Erzählungen konzentrierte. In jeder Folge reisten Jonathan und Mark durch das Land und trafen Menschen, die mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen hatten, und halfen ihnen, diese Hindernisse durch freundliche Taten und übernatürliches Eingreifen zu überwinden. Der Film Highway to Heaven fand bei den Zuschauern großen Anklang, da er sich mit positiven und ethisch motivierten Themen auseinandersetzt. Im Gegensatz zu vielen anderen Serien, die in dieser Zeit produziert wurden, setzte sie nicht auf Action oder schwere Dramen, sondern betonte die Kraft der Liebe und der Menschlichkeit. Die Wärme und Aufrichtigkeit, die Landon in seiner Rolle als Jonathan Smith ausstrahlte, trugen zur Popularität der Serie bei. Darüber hinaus machte die Chemie zwischen ihm und Victor French auf dem Bildschirm die Beziehung zwischen ihren Figuren zu einem der beliebtesten Elemente der Serie. Bevor die Serie 1989 abgesetzt wurde, hatte Highway to Heaven insgesamt 111 Episoden, die im Laufe der 5 Staffeln gezeigt wurden. Da es sich um die einzige Fernsehserie handelte, die Landon vollständig gehörte, hatte er die vollständige kreative Kontrolle über die Produktion des Programms. Da ihm das Programm gehörte, konnte er das ursprüngliche Konzept der Serie ohne Einmischung des Senders beibehalten. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Botschaften der Serie, die sowohl auf dem Glauben basieren, als auch herzerwärmend sind, während ihrer gesamten Laufzeit konsistent blieben. Trotz seines Auslaufens ist Highway to Heaven bei den Zuschauern nach wie vor sehr beliebt und wird häufig auf Streaming-Seiten und in Syndication ausgestrahlt. In dieser Zeit begann Landon auch seine Karriere als Filmemacher zusätzlich zu seiner Arbeit an dem Film Highway to Heaven. Im Jahr 1984 veröffentlichte er Sam's Son, einen Spielfilm über das Erwachsenwerden, der teilweise auf seiner eigenen Jugend basiert. Er verfasste auch das Drehbuch für den Film und führte Regie. Der Film zeigte die Herausforderungen und Ziele eines jungen Mannes, der die Herausforderungen des Erwachsenwerdens meistert und gleichzeitig mit den komplexen Beziehungen seiner Familie zurechtkommt. Sam's Son war für Landon ein zutiefst persönlicher Film, in dem sich seine eigenen Erfahrungen und Erinnerungen an seine Kindheit widerspiegeln, auch wenn er an den Kinokassen keinen großen Erfolg hatte. Im selben Jahr hatte Landon auch einen kurzen, aber bemerkenswerten Auftritt im Bereich der Spielshows.
In der Eröffnungswoche von Match Game auf CBS nahm er als prominenter Diskussionsteilnehmer teil, was ihm weitere Gelegenheiten bot, seine charmante und lebenslustige Art dem Publikum außerhalb seiner ernsthaften Fernsehauftritte zu zeigen. Neben seinem Ruf als hervorragender Schauspieler ist er auch ein kreativer Geschichtenerzähler, der sich dafür einsetzt, dem Publikum auf der ganzen Welt wichtige Geschichten zu vermitteln. Seine Fähigkeit, Programme zu entwerfen und zu leiten, die aufrichtig und inspirierend sind, hat seinen Ruf im Laufe der Jahre gefestigt. Was denken Sie über Michelangelo? Bitte hinterlassen Sie Ihre Gedanken in dem Feld unten. Wir hoffen, Sie haben dieses Video nützlich gefunden. Wenn Ihnen der Inhalt gefällt, teilen Sie ihn bitte mit anderen und abonnieren Sie unseren Kanal. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen!